Yay! Tor! Puh, das war anstrengend, aber es hat Spaß gemacht. Hallo zusammen, ich bin Anna und ich bin heute sehr sportlich. Hallo Anna, du siehst aus, als kommst du gerade vom Training. Du schwitzt, ja. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Lukas. Hallo Lukas. Ja, ich komme gerade vom Fußballtraining. Ich liebe Sport. Sport ist mein Leben. Und du, Lukas, bist du auch sportlich? Naja, ich sehe Sport lieber im Fernsehen. Ich bin ein Couch Potato. Aber das ist ein perfektes Thema für heute. Unser Thema ist über Sport sprechen. Wir werden lernen, welchen Sport man macht. Wir lernen das Vokabular für Ausrüstung und Training und wir üben die Verben spielen, machen und gehen. Das ist eine sehr lange und aktive A2-Lektion. Vielleicht kann ich dich motivieren, Lukas. Vielleicht findest du heute deinen Sport. Vielleicht, wir werden sehen. Fangen wir mit der wichtigsten Frage an. Welchen Sport machst du? Also, Anna, es gibt 3 wichtige Verben, wenn wir über Sport sprechen. Spielen für Ballspiele und Mannschaftssport, machen für Gymnastik, Yoga, Fitness, gehen für Aktivitäten draußen wie Schwimmen oder Laufen. Spielen, machen, gehen. Okay. Fangen wir mit Spielen an. Ich spiele Fußball. Du spielst Tennis. Er spielt Basketball. Wir spielen Volleyball. Wir spielen Handball. Sie spielen Golf. Anna, was spielst du? Ich spiele Fußball. Ich bin in einer Mannschaft. Und ich spiele auch manchmal Tennis. Achtung, wir sagen nicht, ich spiele Yoga. Das ist falsch. Wir sagen, ich mache Yoga oder ich mache Gymnastik. Ich mache Karate. Ich mache Judo. Ich mache Pilates. Ich mache Sport. Allgemein. Genau, ich mache Sport ist der allgemeine Satz. Und das dritte Verb, gehen. Wir benutzen es oft mit einer Aktivität, die auf N endet, ein Nomen. Ich gehe schwimmen. Ich gehe laufen. Oder ich gehe joggen. Ich gehe klettern. Ich gehe wandern. Also Ball, spielen, Fitness, Kampf, machen, draußen, Bewegung, gehen. Lass uns das üben. Ich nenne eine Sportart, du sagst den Satz mit ich. Badminton, Ich spiele Badminton. Yoga, Ich mache Yoga. Schwimmen, Ich gehe schwimmen. Eishockey. Ich spiele Eishockey. Und Sie? Welchen Sport machen Sie? Sagen Sie den Satz laut. Wenn wir Sport machen, brauchen wir Ausrüstung. Sachen, die wir benutzen. Fangen wir mit Fußball an. Was brauchst du für Fußball, Anna? Ich brauche einen Ball, der Fußball. Ich brauche Schuhe, Fußballschuhe. Und ich brauche Sportkleidung, ein Trikot und eine Hose. Der Ball, maskulin. Die Schuhe, Plural. Das Trikot, Neutrum. Die Hose, feminin. Hast du einen Ball? Verb haben plus Akkusativ? Ja, ich habe einen Ball. Ich habe auch neue Schuhe. Was braucht man für Tennis? Man braucht einen Schläger, den Tennisschläger und einen kleinen Ball. Ich habe einen Schläger.
Ich habe einen kleinen Ball. Braucht man ein Netz? Ja, auf dem Tennisplatz gibt es ein Netz. Und für das Schwimmen, was brauchst du da? Ich brauche nicht viel. Ich brauche einen Badeanzug für Frauen oder eine Badehose für Männer und eine Schwimmbrille und ein Handtuch. Wiederholen Sie. Der Badeanzug, die Brille, das Handtuch. Stell dir vor, wir sind im Sportgeschäft. Was möchtest du kaufen? Ich möchte einen Helm kaufen. Ich möchte eine neue Hose kaufen. Ich möchte ein Trikot kaufen. Wir wissen, was wir spielen und was wir brauchen. Jetzt sprechen wir über die Häufigkeit. Wie oft? Die Frage ist, wie oft machst du Sport? Ich mache sehr oft Sport. Ich trainiere jeden Tag. Jeden Tag? Wow. Ich mache nie Sport. 0 Mal pro Woche. Du solltest anfangen. Man kann sagen, 1-mal pro Woche oder 2-mal pro Woche oder am Wochenende. Lass uns die Adverbien üben. 100% ist immer. 80% ist meistens oder oft. 50% ist manchmal. 20% ist selten. 0% ist nie. Ich spiele oft Fußball. Ich gehe manchmal schwimmen. Ich spiele selten Tennis. Ich spiele nie Golf. Ich sehe oft fern. Ich gehe selten spazieren. Ich mache nie Yoga. Wie oft machen Sie Sport? Sagen Sie einen ganzen Satz. Ich mache Sport. Oft, selten, nie. Im Sport geht es oft um Fähigkeiten, was man kann. Wir benutzen das Modalverb können. Ich kann, du kannst, er kann. Aber ich kann sehr gut Fußball spielen. Ich kann schnell laufen, aber ich kann nicht gut schwimmen. Du kannst gut Fußball spielen. Kannst du Ski fahren? Nein, ich kann nicht Skifahren. Ich falle immer hin. Kannst du schwimmen, Lukas? Ja, ich kann schwimmen. Das habe ich in der Schule gelernt. Aber ich kann nicht tauchen. Und was willst du lernen? Das Verb wollen. Ich will Tennis lernen. Ich will Yoga probieren. Ich will einen Marathon laufen. Was können Sie gut? Sagen Sie, ich kann gut. Und was wollen Sie lernen? Sagen Sie, ich will lernen. Wir haben über die Gegenwart gesprochen. Jetzt sprechen wir über die Vergangenheit. Anna, erzähl mir von deinem letzten Fußballspiel. Wir benutzen das Perfekt. Okay, das Spiel war am Samstag. Wir haben gegen eine starke Mannschaft gespielt. Haben gespielt. Gut. Wie hat das Spiel angefangen? Angefangen. Es hat gut angefangen. Ich habe den Ball bekommen. Ich bin sehr schnell gelaufen. Laufen ist gelaufen. Bewegung. Du bist gelaufen. Bewegung. Und dann hast du ein Tor geschossen? Schießen, geschossen. Nein, leider nicht. Ich habe daneben geschossen. Aber später hat meine Freundin ein Tor gemacht. Super. Und wie ist das Spiel gegangen? Gehen ist gegangen. Habt ihr gewonnen? Gewinnen?
Ja, wir haben 2:1 gewonnen. Wir haben uns sehr gefreut. Wir haben gefeiert. Wir haben gefeiert. Und die andere Mannschaft? Sie haben verloren. Verlieren, verloren. Sie waren traurig. Präteritum von sein. Das Perfekt ist wichtig für Sportberichte. Gewonnen, verloren, gespielt, gelaufen. Ich habe gewonnen. Ich habe verloren. Anna, warum machst du so viel Sport? Warum ist Sport wichtig? Wir benutzen Sätze mit weil. Ich mache Sport, weil. Ich mache Sport, weil es gesund ist. Das Verb ist steht am Ende. Richtig. Andere Gründe? Ich mache Sport, weil ich fit bleiben möchte. Ich spiele Fußball, weil ich meine Freunde treffen will. Ich laufe, weil es mir Spaß macht. Gesundheit, Freunde, Spaß. Das sind gute Gründe. Manche Leute machen Sport, weil sie abnehmen wollen. Und du, Lukas, warum machst du keinen Sport? Ich mache keinen Sport, weil ich faul bin und weil ich lieber lese. Aber vielleicht sollte ich anfangen, weil mein Rücken weh tut. Ja, Sport ist gut für den Rücken. Du solltest Yoga machen. Und voilà, wir haben über Sport gesprochen. Von der Ausrüstung bis zum Spielbericht. Jetzt kommt die große Wiederholung. Der finale Test. Ich bin bereit. Anna, ich stelle dir Fragen. Du antwortest in ganzen Sätzen. Was ist dein Lieblingssport? Präsens. Mein Lieblingssport ist Fußball. Ich spiele Fußball. 2. Was brauchst du dafür? Akkusativ. Ich brauche einen Ball, Schuhe und ein Trikot. 3. Wie oft trainierst du? Häufigkeit. Ich trainiere 3-mal pro Woche. Ich trainiere oft. 4. Was hast du letzten Samstag gemacht? Perfekt. Letzten Samstag habe ich ein Spiel gespielt und wir haben gewonnen. 5. Was willst du in Zukunft lernen? Modalverb. Ich will Yoga lernen. Perfekt. Das war eine exzellente Zusammenfassung. Jetzt du. Frag mich. Lukas, welchen Sport machst du? Ich mache keinen Sport. Ich gehe nur spazieren. Was brauchst du dafür? Ich brauche nur bequeme Schuhe. Warum machst du das? Ich mache das, weil es entspannend ist. Okay, Anna, du hast mich überzeugt. Nächste Woche gehe ich ins Schwimmbad. Juhu, das ist toll. Ihre letzte Mission. Es ist eine Schreibübung. Schreiben Sie uns in den Kommentaren. Welchen Sport machen Sie? Benutzen Sie den Satz Ich spiele oder Ich mache oder Ich gehe und Ich mache das, weil. Wir sind gespannt auf Ihre sportlichen Kommentare. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, vielen Dank. Bleiben Sie aktiv und gesund. Auf Wiedersehen. Tschüss und sportfrei.